Lizenztechnisch, ressourcentechnisch, performancetechnisch sind wir in der Cloud immer besser aufgestellt. Ich bin bei der Unternehmensgruppe Theo Müller als Senior PPM Specialist angestellt und der Aufgabenbereich mit Clarity relativ einfach beschrieben. Application Owner für das Tool. Ich begleite Stand heute das Projekt Portfolio im Projekt Portfolio Management. Ich bin in dem Bereich in der IT-Governance der Application Owner für Clarity. Die UTM arbeitet mit Clarity seit 2005. Wir haben dort derzeit 1100 User angemeldet, davon sind ca. 900 Projektmanager. Produktentwicklung, Investitionsplanungen, Projektmanagementplanungen, Ressourcenplanung, all das läuft in diesem Tool zusammen. Die Gründe, warum wir die Migration von On-Premise hin zu IT-Design SaaS-Lösungen durchgeführt haben, gegangen sind, waren zum einen die Vermeidung einer internen Single-Source-Situation in Bezug auf die Oracle-Datenbanken. Und das war einfach auch zielgerichtet darauf schauen, welche internen Aufwände können wir uns auf Dauer sparen, welche können wir umgehen, was macht viele Prozesse einfacher. Und auch da sind wir dann einfach an dem Punkt angekommen, dass wir da auch durch die Cloud-Lösung definitiv zukunftsorientiert effektiver aufgestellt sind. IT-Design Clarity SaaS war von Anfang an unsere bevorzugte Lösung, weil wir uns auch da die verschiedenen Vorteile natürlich angesehen haben. Und für uns ganz entscheidend war, IT-Design kennt nicht nur unser Clarity, sondern auch unsere internen Prozesse, unsere internen Strukturen. Wir hatten ein relativ starkes Framework an Fragen zu beantworten, von der Netzwerkseite über Internet Security, über Datenschutzbestimmungen. Wir mussten mehrere, Audits durchlaufen. Wir mussten auf Freigaben warten. Die Freigaben wurden erfüllt. Aber ich war mir jetzt sowas von sicher, weil IT-Design das nicht das erste Mal gemacht hat. Und ich habe eine Präsentation gesehen mit Zertifikaten, wo ich mir gedacht habe, wenn die das nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht wie. Beim Blick auf das Application Management von IT-Design waren für uns verschiedene Erfolgsfaktoren ganz, ganz wichtig. Zum einen eine sehr, sehr intensive und zielgerichtete Unterstützung, um final unser Ziel der 2 Migrationen, der 2 Release-Sprünge im Jahr realisieren zu können. Dann natürlich das Profitieren von Erfahrungen, die bei anderen Kunden schon gemacht wurden, und natürlich der hervorragende Support. Der Planungsstart war vor circa einem Jahr und wir können mit Stolz sagen, wir waren nach 5 Monaten live. Und zwar richtig mit allen Themen. Wir hatten im Nachgang keine Themen, die offen waren, die es zu berichtigen oder zu korrigieren waren. Wir konnten beweisen, dass wir es in Time, in Budget und in Scope auch umgesetzt haben. Wir hatten eine Planungsphase. In der Planungsphase haben wir uns überlegt, wo könnten die Fallstricke sein. Wir haben in der Planungsphase quasi von der Planungsphase in die Umsetzung, in die Realisierung gegangen. Realisierung auf dem entsprechenden Testsystem. Wir konnten das Testsystem nutzen, um die realen Daten abzudecken und hatten dann, nachdem wir die Testphase durchlaufen haben, konnten wir, relativ spannend ins Go Live gehen. Am Ende ist der Tag des Go Lives der Tag, auf den, glaube ich, alle hinarbeiten. Wir haben uns damals vorgenommen, als Downtime natürlich auch an unsere User kommuniziert, dass von 8 bis 18 Uhr Clarity nicht zur Verfügung steht. Somit konnten wir sogar 2 Stunden früher dann wieder das Go an unsere User geben. Auf Clarity kann wieder zugegriffen werden. Das Schöne am Rande, dadurch, dass wir ein bisschen früher fertig waren, man hat tatsächlich am Tag des Go-Lives noch das erste Feedback bekommen. Das heißt, ja, Clarity läuft, und tatsächlich auch, dass die User selber merken, Mensch, die Performance ist besser. Es war definitiv eine sehr intensive Zeit, aber auch geprägt von wirklich effektivem Zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit IT-Design würde ich beschreiben als wahnsinnig vertrauensvoll, respektvoll und ich glaube jederzeit gekennzeichnet vom absoluten Know-how und von den Kenntnissen der jeweils anderen Seite. Und das macht diese Zusammenarbeit, glaube ich, so wahnsinnig erfolgreich. Und das ist immer das Wichtige, dann auch mit Spaß verbunden. Ja, nach fast einem halben Jahr Produktivbetrieb von Clarity in der Cloud können wir, glaube ich, insgesamt sehr, sehr positives Fazit ziehen. Das heißt, mit Blick auf die Performance, das läuft wahnsinnig stabil. Wir hatten auch die ersten Erfahrungen, falls im Hintergrund irgendwo mal Themen nicht ganz korrekt laufen, dass das Ganze frühzeitig auffällt,
Das heißt, wir hatten wunderbare Beispiele, wo so ein Thema aufgekommen ist, bevor man es überhaupt an der Oberfläche gemerkt hat. Wir kümmern uns nicht mehr um Monitoring, Dumpziehen, Dashboarding. Das kriegen wir gestellt. Wir können uns die Informationen rausholen, die wir brauchen. Die sind sehr zufriedenstellend. Und wir können uns, und das ist das Tolle, was die Zeit und die Komponente anbelangt, wir können uns heute Themen widmen, die wir vorher nicht die Zeit hatten, weil wir uns anderen Themen on-prem widmen mussten. Den Weg von Clarity in die Cloud würde ich jederzeit genau in der Form wieder zusammen mit IT-Design gehen. Von Anfang bis Ende, von Planung bis Go Live, volle Unterstützung, wirklich zielgerichtet, effektiv die Themen angegangen. Wenn es darum geht, sich im Clarity weiterzuentwickeln, neue Themen anzugreifen, neue Herausforderungen zu nehmen, ist für uns der Partner IT-Design gesetzt, jederzeit immer wieder.